Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute kommt mal nach langer Zeit wieder Song of Ice and Fire auf die Werkbank. Vor sehr, sehr vielen Monden, wie ein Arbeitskollege von mir immer zu sagen pflegte, habe ich mir eine berittene Königsgarde gebaut. Damals allerdings nur 3 Ritter und König Joffrey. Heute kommen also endlich die letzten 4 Modelle an die Reihe, beziehungsweise eigentlich nur 2, denn 2 Ritter hatte ich bereits in einem Livestream umgebaut. Wie immer geht es mit dem Abriss los, wenn umgebaut werden soll. Die Ritter von Casterly Rock, die ich als Grundmodelle benutze, werden auseinandergenommen, weil Arme und Schilde werden so nicht mehr benötigt. Schön an diesen Modellen ist, dass die Arme nicht Teil der Figur selber sind, sondern nur eingeklebt wurden. Trotzdem ändert das nichts daran, dass sie quasi abgebrochen werden müssen. Das ist aber nicht so schlimm, denn die Bruchstellen werden später geglättet und die Teile dann einfach mit Messingdraht verbunden. Trotzdem wandern die übrig gebliebenen Arme in die Bitsbox. Man weiß ja nie, wann man sie vielleicht doch mal gebrauchen kann. Im Gegensatz zu den Oberkörpern, denn die sind leider nicht mehr zu verwenden. Bei den Köpfen dachte ich erst, ich könnte sie aufheben, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil die sich nur sehr schlecht aus den Oberkörpern entfernen lassen. Die Sägestellen werden anschließend gereinigt und die Späne entfernt. Die letzten beiden Ritter der Königsgarde ereilt das gleiche Schicksal wie die Reiter. Sie werden in der Mitte durchgesägt. Während des Sägens ist mir dann aufgefallen, dass die Ritter auf ihren Mänteln das Wappen ihrer Häuser tragen. Wahrscheinlich, damit man sie im Spiel unterscheiden kann, denn sie können ja schließlich auch als einzelne Modelle Einheiten angeschlossen werden. Leider geht der Schnitt genau durch diese Wappen und ich kann sie später beim Modellieren nicht rekonstruieren. Dazu reichen meine Fähigkeiten einfach nicht. Andererseits werden die Schnittstellen sowieso mit Green Stuff verdeckt und so fällt das dann später nicht mehr auf. Außerdem dürften laut Hintergrund die Ritter der Königsgarde gar keine Symbole auf ihren weißen Mänteln haben, weil sie ja eigentlich nur noch dem König verpflichtet sind und kein, in Anführungszeichen, wirkliches Mitglied ihrer Familien mehr sind. Die abgesägten Beine sind leider nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen werden sie direkt entsorgt. Anschließend werden die Oberkörper auf den Pferden befestigt. Und zwar wie immer durch Messingstifte. Obwohl die Teile alle Kunststoff sind, ist das hier diesmal notwendig, weil es sich, soweit ich sagen kann, um 2 unterschiedliche Kunststoffe handelt und mein normaler Plastikkleber die Teile nicht verschweißen würde. Sind die Teile dann verbunden und mit Sekundenkleber verklebt, kommt die eigentliche Arbeit dieses Umbaus, die Neumodellierung des Mantels. Das ist auch im Grunde genommen der wichtigste Teil, weil hier am meisten Zeit und Arbeit investiert werden muss. Sägen und Bohren sind immer relativ schnell gemacht, aber Modellieren dauert eben immer seine Zeit. Der Green Stuff wird zuerst auf und grob in Form gebracht. Dann geht es mit dem Mantel weiter. Ich arbeite diesmal viel von unten nach oben, weil der Mantel des Infanteristen in den Faltenwurf des Kavalleristen übergehen muss. Wichtig ist hier, dass man die Schnittstellen an den einzelnen Figurenteilen gut verdeckt, damit diese später möglichst wenig oder besser gar nicht mehr zu sehen sind. Aber ich muss auch zugeben, bei mir klappt das auch nicht immer. Die Falten ziehe ich mit einem Silikonwerkzeug in die Modelliermasse, weil sie so auch gleich schön geglättet werden. Außerdem benutze ich wie immer Handcreme, die macht den Green Stuff geschmeidig und er lässt sich so besser formen. Außerdem klebt er weder an den Fingern noch am Werkzeug.
Wichtig ist beim Modellieren in Erinnerung zu behalten, dass die Falten am oberen Ende dünner sind und zum unteren Ende meist breiter und auch flacher werden. Was allerdings sehr schön ist, dadurch, dass der Mantel komplett aufmodelliert werden muss, ist man in der Gestaltung sehr frei. Allerdings muss der Mantelstoff an der Ansatzstelle der beiden Figuren ineinander übergehen. Das ist aber auch schon die einzige größere Schwierigkeit beim Modellieren. Normalerweise würde ich die Falten in erster Linie von oben nach unten modellieren. Diesmal ist es andersherum. Der Faltenwurf des Reitermodells ist viel ausgeprägter als der des Infanteristen und so muss der Mantel von unten nach oben modelliert werden. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Falten unten tiefer sind und damit deutlicher hervortreten als am oberen Ende. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. 4 Ritter der Königsgarde sind fertig. Damit habe ich eine komplett berittene Königsgarde inklusive König Joffreys, die ich leider so nicht im Spiel einsetzen kann. Etwas anderes als die Ritter von Casterly Rock wird diese Einheit leider nie sein. Das ist ein bisschen schade, aber da kann man eben nichts machen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.